Lisa und Markus diskutieren, ob es wichtig ist, eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit zu haben. Markus: Ich habe den Eindruck, dass es immer schwieriger wird, Arbeit und Privatleben strikt zu trennen. Was hältst du davon? Um ehrlich zu sein, da stimme ich dir vollkommen zu. Heutzutage verschwimmen die Grenzen zwischen Büro und Freizeit zunehmend, vor allem durch Homeoffice und ständige Erreichbarkeit. Ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, klare Regeln für sich selbst zu setzen. Man kann schließlich nicht rund um die Uhr verfügbar sein. Da hast du absolut recht, aber viele befürchten, sie könnten Nachteile im Job haben, wenn sie nicht schnell genug reagieren. Meiner Ansicht nach führt das auf Dauer zu Burnout-Gefahr. Jeder braucht Zeit, um sich wirklich zu erholen und abzuschalten. Ich sehe das ähnlich, aber man darf auch die Unternehmenskultur nicht außer Acht lassen. Manche Chefs erwarten, dass man am besten sofort antwortet. Genau das ist ein großes Problem. Dennoch finde ich, jeder Einzelne muss lernen, seine eigene Grenze zu ziehen, auch wenn es schwerfällt. Da bin ich ganz bei dir. Allerdings wäre es hilfreich, wenn die Politik oder die Firmen ein Recht auf Nichterreichbarkeit einführen würden. Das sehe ich genauso. Man kann nicht leugnen, dass solche Maßnahmen den Druck reduzieren würden. Die Frage ist nur, ob sich das konsequent umsetzen lässt. Manche ignorieren solche Regelungen einfach, weil sie denken, dass sie sich so profilieren können. Kein Zweifel. Es wird nicht einfach. Trotzdem sollte man es zumindest versuchen. Sonst wird es immer schlimmer. Ich gebe dir vollkommen recht. Letztlich müssen wir das richtige Maß zwischen Arbeit und Freizeit finden, sonst verlieren wir irgendwann die Motivation. Ganz genau. Übrigens, wie gehst du persönlich damit um? Schaltest du dein Diensthandy manchmal bewusst aus? Ehrlich gesagt, nicht so oft, wie ich es sollte. Ich habe oft das Gefühl, noch mehr tun zu müssen, obwohl der Tag schon voll war. Das kenne ich nur zu gut. Vielleicht sollten wir uns gegenseitig daran erinnern, einfach mal offline zu gehen. Eine ausgezeichnete Idee. Wie wäre es, wenn wir nächste Woche nach Feierabend einen Spaziergang machen? Ohne Handy? Ich bin sofort dabei. Dann können wir wirklich abschalten und den Kopf frei bekommen. So machen wir es. Am Ende ist unsere Gesundheit doch das A und O. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Und, wie man so schön sagt, wir arbeiten, um zu leben, nicht umgekehrt. Clara und Thomas diskutieren, ob es besser ist, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder ein eigenes Auto zu besitzen. Thomas, mich würde interessieren, wie du zur Arbeit kommst. Setzt du auf dein Auto oder steigst du in den Bus? Meistens nehme ich das Auto, weil ich es bequemer finde. Zudem bin ich nicht abhängig von Fahrplänen. Ich vertrete den Standpunkt, dass man, wenn möglich, die öffentlichen Verkehrsmittel bevorzugen sollte. Sie sind umweltfreundlicher und oft günstiger. Da kann ich dir nur bedingt zustimmen, denn hier auf dem Land sind Busse und Bahnen nicht besonders zuverlässig. Ich warte manchmal ewig und dann sind sie überfüllt. Das lässt sich nicht leugnen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir unserer Umwelt zuliebe solche Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen sollten. Ich sehe das ein, doch man darf nicht vergessen, dass viele Leute auf dem Land gar keine Alternative haben. Ohne Auto läuft da gar nichts. Das ist wohl wahr. Aber in den Städten wäre ein Umstieg auf Bus und Bahn eine große Entlastung für Verkehr und Umwelt. Da hast du durchaus recht. Staus und Parkplatzprobleme sind ja auch keine Kleinigkeit. Eben. Außerdem könnten wir mehr Carsharing-Angebote nutzen. Man muss nicht unbedingt ein eigenes Auto besitzen, um mobil zu sein. Das klingt zwar verlockend, aber viele Menschen fühlen sich mit dem eigenen Auto einfach sicherer und unabhängiger. Das kann ich nachvollziehen, doch gleichzeitig verursachen Autos Lärm, Schadstoffe und Platzmangel. Da triffst du den Kern der Sache. Vielleicht sollte man einen Mittelweg finden, das Auto seltener nutzen und öfter umsteigen, wo es möglich ist.
Genau darum geht es. Niemand sagt, dass man ganz aufs Auto verzichten muss, aber ein bewussterer Umgang wäre wünschenswert. Ich gebe dir in dem Punkt recht. Auch die Politik könnte mit günstigeren Preisen und besseren Verbindungen einen Anreiz schaffen, mehr auf ÖPNV zu setzen. So ist es. Wenn Busse und Bahnen attraktiver werden, steigen vielleicht auch mehr Leute um. Das hoffe ich. In diesem Fall würde ich auch häufiger den Bus nehmen, um etwas für die Umwelt zu tun. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Denn am Ende müssen wir alle an einem Strang ziehen, damit sich etwas ändert. Nina und Leo diskutieren, ob es besser ist, Urlaub in der Heimat oder im Ausland zu machen. Leo, ich wollte dich mal fragen, wo du dieses Jahr Urlaub machen möchtest. Hast du schon ein Reiseziel im Kopf? Ehrlich gesagt, ich bin noch unentschlossen. Ich tendiere dazu, in Deutschland zu bleiben, denn es gibt hierzulande so viele schöne und oft unterschätzte Orte. Da kann ich nicht ganz mitgehen, weil ich es liebe, fremde Länder und Kulturen zu entdecken. Ich finde, nichts erweitert den Horizont mehr als Reisen ins Ausland. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber hast du nicht auch Bedenken wegen der Umwelt? Fliegen ist bekanntlich nicht gerade klimafreundlich. Stimmt, das ist ein heikles Thema. Trotzdem verspüre ich manchmal dieses Fernweh, das mich einfach packt. Ich möchte Neues sehen und erleben. Ich verstehe. Schließlich hat Deutschland zwar viel zu bieten, aber man will auch mal etwas ganz anderes sehen. Exakt. Trotzdem könnte man ja nachhaltiger reisen, etwa mit dem Zug in europäische Nachbarländer oder längere Aufenthalte statt vieler Kurztrips planen. Das halte ich für sinnvoll. So kann man die Reise intensiver erleben und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck verringern. Ganz genau. Mich reizt es einfach, andere Sitten und Gebräuche kennenzulernen. Dadurch wird einem bewusst, wie unterschiedlich die Welt ist. Da hast du einen Punkt. Aber oft ist man gar nicht so weit weg von spannenden Zielen, selbst in der Heimat. Manchmal liegt das Gute so nah. Da magst du recht haben. Ich war selbst in einigen deutschen Regionen noch nie. Vielleicht finde ich dort meinen nächsten Lieblingsort. Genau. Man sollte beides in Betracht ziehen. Urlaube im eigenen Land und Auslandsreisen. So hat man die perfekte Mischung. Das klingt vernünftig. Ich könnte mir vorstellen, ein paar Tage in den Alpen zu verbringen und danach noch eine kleine Reise ins Ausland anzuhängen. Eine ausgezeichnete Idee. Du schlägst 2 Fliegen mit einer Klappe. Du erkundest deine Heimat und erlebst trotzdem ein anderes Land. Ganz genau. Wie man so schön sagt, Vielfalt ist das Salz in der Suppe. Dem kann ich nur beipflichten. Hauptsache, wir genießen die Zeit, wo auch immer wir landen.